I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustisan. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch endlich mal wieder auch was aus dem Garten. Ja, der Garten ist jetzt wieder auf Vordermann gebracht und ich dachte, ich wollte euch das nicht vorenthalten, dürft euch den Garten mal wieder anschauen. Es gibt sicherlich auch noch ein paar Baustellen hier auf dem Grundstück, aber das erkläre ich euch dann im Laufe des Videos. Ich würde jetzt einfach sagen, schaut euch das Video an. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Spaß. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr das Video fleißig kommentiert, liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst einfach nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video. Und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Not even if I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying. Ja, was erwartet euch heute in dem Video? Also wie gesagt, ich will euch auf jeden Fall auch mal wieder den Garten zeigen. Dann habe ich mich natürlich eine ganze Zeit lang nicht gemeldet. Ist Verschiedenes passiert, das wisst ihr ja. Habe euch da ja mal ein kleines Update gegeben. Mittlerweile ist jetzt auch meine Frau eingetroffen und wir haben hier das Grundstück zu Hause, also den Garten jetzt mal wieder ja, mehr oder weniger zu dritt, teilweise zu viert, mal wieder komplett auf Vordermann gebracht. Ja, arbeitet sich einfach einfacher, wenn man hier ein paar mehr Personen sag ich mal, zusammenarbeiten, als wenn ich da immer allein ja, den Alleinkämpfer hier mache. Ja, ist jetzt soweit auf jeden Fall alles wieder tipptopp. Gibt sicherlich hier und da eine kleine Baustelle. Da werde ich, wie gesagt, noch näher drauf eingehen, was wir da noch tun werden. Ich würde aber einfach sagen, wir fangen jetzt mal an hier. Ihr hört sicherlich auch an meiner Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, habe mir nochmal eine Erkältung eingefangen. Soll aber kein Jammervideo werden, keine Angst. Ja, aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder vorwärts. Ich denke, wir fangen jetzt mal an. Ich zeige euch mal ein bisschen, was hier passiert ist so im Garten. Ja, das eine Traurige ist, dass mein, sag ich mal, Rankgerüst von der Geormankorn, also von der Dragon Fruit, auch wieder von den Termiten zerfressen wurde, auch wieder zusammengefallen ist. Ich zeige euch mal kurz die Geormankorn. Da seht ihr jetzt, das Rankgerüst hat sich verabschiedet, ist zusammengebrochen. Aber auch da werde ich nachher noch später noch näher drauf eingehen. Das Gerüst werde ich nicht mehr erneuern. Ja. Ansonsten seht ihr, die ganzen Palmen sind auch wieder schön gepflegt worden. Der Rasen ist frisch gemäht worden, wobei wir jetzt hier schon auch festgestellt haben, dass von dem eigentlichen Rasen nicht mehr viel übrig ist. Ja, es kommt eigentlich mehr Unkraut, wie man hier sehen kann, mehr Unkraut als Rasen. Hier haben wir jetzt noch den malaysischen Rasen. Ja. Von dem Rasen, da werden wir das jetzt mal beobachten, was wir da machen. Sind wir uns noch nicht ganz einig. Ich habe gesagt, warten wir jetzt mal ab. Ich habe die Vermutung, dass da einiges an Rasen verbrannt ist zu der Hitzeperiode, die es hier mal gab, wo es keinen Regen gab und eine unerträgliche Hitze. Und ich denke, ja, da hat der Rasen ordentlich drunter gelitten. Aber ich würde sagen, wir laufen mal noch ein bisschen weiter, zeige euch noch ein bisschen was. Ja, jetzt stehe ich hier an unserem Limettenbaum. Limetten gibt es nach wie vor noch in Hülle und Fülle. Der Baum wurde jetzt auch schon ein paar Mal abgeerntet, aber er hat immer noch so viele Früchte dran. Und mittlerweile auch die anderen, die zeige ich euch gleich auch noch. Die haben jetzt auch mittlerweile ordentlich Früchte bekommen. Ich zeige euch einfach mal kurz den Limettenbaum noch. Da seht ihr jetzt, der Baum ist noch gut gefüllt, hat ordentlich Früchte dran.
denn hier für die Fans der gelben Trompetenblumen. Ich habe immer mal wieder Blüten jetzt wieder dran. Man sieht es auch auf dem Boden. Ja, aber durch den Regen, heute nachts hat es auch wieder ordentlich geregnet. Da verliert er natürlich die Blüten relativ schnell. Was aber schön blüht, sind die weißen Blüten da, die ihr da sehen könnt. Da auch. Dann haben wir hier den nächsten Limettenbaum, also Manao, der jetzt auch ordentlich gefüllt ist, auch relativ große Früchte bekommt. Die anderen zwei Limettenbäume hatten nur hier und da mal eine Frucht. Ja, das ist so, was an Limetten neu gegeben hat. Eben die gelben Trompetenblumen, die sind, ja, die blühen immer mal wieder, aber die Blüten fallen relativ schnell eben ab durch den Regen. Ja. Ansonsten haben wir aber natürlich auch noch andere Blumen hier im Garten, die jetzt hin und wieder auch mal wieder ordentlich Blüten bekommen. Die zeige ich euch dann später auch noch. Was mich persönlich freut, ist, meine Schwägerin hatte aus der Schweiz eine Wisteria, also einen Blauregen mitgebracht, den wir hier, sag ich mal, eingepflanzt haben. Wollten wir ausprobieren einfach. Anfangs hat er sich recht schwer getan, habe dann immer regelmäßig gedüngt, habe gut gepflegt natürlich und jetzt mittlerweile das war so ein kleiner Ableger, den sie mir gebracht hat. Zeige euch mal, wie die Wisteria, also der Blauregen, sich jetzt entwickelt hat. Also hier seht ihr jetzt in der Größe ungefähr habe ich ihn bekommen. Und jetzt sind wir bereits oben am Dach angekommen. Und jetzt werde ich das Ganze darüber ranken lassen und dann das ganze Spiel wieder zurück. Also ihr seht, da bin ich wirklich stolz drauf. Der Blauregen hat sich wirklich toll entwickelt. Ich denke, da werden wir noch unsere Freude haben. Ich hoffe, er fängt unter dem Dach auch an zu blühen. Habe da zwar ein bisschen Bedenken, weil es unter dem Dach relativ heiß wird, vielleicht dort zu wenig Sonne. Bin jetzt mal gespannt, ob da wirklich dann Blüten kommen. Lasse ich mich einfach mal überraschen. Was sich natürlich auch schön weiterentwickelt, ist mein Papaya, Malacor. Da habe ich nach wie vor noch die Früchte dran, er hat sie nicht abgestoßen. Bin jetzt mal gespannt, wie schnell sich die Papaya entwickeln. Zeige ich euch auch mal kurz den Baum. Da seht ihr jetzt den Papayabaum. Und da eben habe ich jetzt endlich schöne Früchte dran, auf dass ich die auch durchkriege. Den kennt ihr ja sicherlich noch, den Papayabaum, der hier direkt quasi unter dem Limettenbaum gewachsen ist. Den haben wir jetzt abgeschnitten oder abgesägt, hier auf der Höhe. Der Grund werde ich euch gleich erklären. Der Grund ist einfach der, die Papaya, also der Baum, der hatte eigentlich keine Früchte, sondern immer nur Blüten. Es gibt da eben auch eine männliche und eine weibliche Pflanze und dementsprechend der Baum hat sich ja selbst quasi ausgesät oder hat sich selbst dort entwickelt neben dem Limettenbaum. Ja, man hat da wahrscheinlich irgendwann mal eine Papaya hingeworfen und dann ist eben der Papayabaum daraus entstanden und er hat eben keine Früchte bekommen und jetzt haben wir ihn abgeschnitten, den Baum, dass der neu austreiben kann und die Erfahrung zeigt, dass sich dann anschließend quasi die Früchte dort dann doch noch entwickeln und jetzt hoffen wir, dass der Baum dann einfach doch bald auch Früchte trägt und wenn nicht,
Wenn es wieder nur Blüten gibt, dann werde ich den Baum wahrscheinlich komplett eliminieren. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Denn wisst ihr ja, ich hatte mir 10 so Pakete mit Pilzsporen bestellt gehabt, mit diesem Austernpilz. Hier sagt man Het Nang Fa. Und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Die Pilze, da ernte ich eigentlich fast alle, sage ich mal, 3 Tage, spätestens nach dem 4. Tag, ernte ich hier immer ordentlich ab. Heute werde ich wahrscheinlich die nächste Ernte einfahren. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal die Pilze. Seht ihr jetzt diese Pakete, die mit eben Pilzsporen versetzt worden sind. Jetzt seht ihr eben, die Pilze wachsen ordentlich. Ja, wer das Video damals nicht gesehen hat, dem würde ich das Video einfach oben nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch das Video da mal anschauen, dann erfahrt ihr da noch ein bisschen mehr zu den Pilzen. Aber ja, das wollte ich euch doch auch noch kurz zeigen, dass ich da regelmäßig ernte. Und ich bin am Überlegen, ob ich da vielleicht mal ein kleines Kochvideo von auch mal mache, wie ich die Pilze zubereite. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, ob ich da mal ein Kochvideo euch mal zeigen soll, kurzes Video zusammenstellen soll, dann würde ich das einfach mal tun. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann hatte ich euch ja anfangs gesagt, hatte was von paar Baustellen hier im Garten, hatte ich angesprochen gehabt, beziehungsweise es gibt ein paar Ideen, was wir hier noch bauen wollen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir hier eventuell verändern wollen. Und stehe jetzt hier gerade davor. Diese alte quasi Sitzgelegenheit, die kennt ihr ja auch. Habt ihr sicherlich in dem einen oder anderen Video auch mal gesehen gehabt für die neuen Zuschauer. Ja, das war eigentlich mal eine Sitzgelegenheit, die wir jetzt, denke ich mal, oder nicht denke, haben wir uns so entschieden, die wird abgerissen, da wird jetzt was anderes gebaut, aber ich zeige euch mal, von was ich da spreche. Da seht ihr jetzt, das war im Prinzip eine alte Sitzgelegenheit, da konnte man sitzen, oben war halt das Dach. Das ist natürlich jetzt auch alles von Termiten und durch die Witterung natürlich auch immer wieder, wird jetzt da, denke ich, so langsam bald einstürzen. Da haben wir uns jetzt dazu entschlossen, da wir zu wenig Platz in unserer Garage haben, wo das Auto untergebracht ist, auch haben wir da zu wenig Platz. Dann haben wir uns jetzt entschieden, dass wir hier quasi nochmal wie so ein kleines Gartenhaus hinstellen, wo wir Gartengeräte, Rasenmäher, natürlich auch das, was wir aus der Schweiz noch alles mitgebracht haben, teilweise einfach ein bisschen unterbringen wollen. Das, da werden wir hier eine größere Garage quasi oder Gartenhaus bauen, wo ich dann einfach alles unterbringen kann, mit Regalen versehen kann. Das ist einfach der Plan. Ja, wenn euch dieses Bauvorhaben interessiert, wer da Interesse hat, dann werde ich da sicherlich auch eine Kamera mitlaufen lassen. Auch da könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr da sehen wollt, was hier entsteht. Oder wenn ihr da, sage ich mal, dabei sein wollt, wie das auch entsteht, wie hier gearbeitet wird, dann lasst es mich einfach wissen, schreibt es in die Kommentare und dann lasse ich da sicherlich auch eine Kamera mitlaufen. Und ja, das ist ein Bauvorhaben, was wir hier noch machen möchten. Und ich denke, dass wir dann nächstes Jahr an die Sitzgelegenheit hinten noch rangehen werden, aber das ist jetzt im Moment mal noch kein Thema. Ja. Dann würde ich sagen, zeige ich euch die nächste Baustelle, was es auch noch gibt, zu verändern. Jetzt stehe ich hier an meinem Rondell. Das Rondell, da hatte ich ja teilweise auch zu den, sage ich mal, nicht zur Regenzeit Salat gepflanzt gehabt. Hatte dort auch noch ein bisschen Gemüse und so weiter gepflanzt gehabt.
Und dieses Gerüst oder dieses Rondell hatte ich ja auch aus Bambus gebaut gehabt. Das ist mir jetzt vor circa 2,5 Wochen ist mir das eingestürzt, weil auch da die Termiten ja, ihr Unwesen getrieben haben. Das heißt, die haben den ganzen Bambus zerfressen, da auch teilweise noch Eukalyptusbäume mit verarbeitet gehabt. Das ist alles ja, mehr oder weniger komplett aufgefressen worden. Das Gerüst oder das Rondell ist auf jeden Fall eingefallen. Ich würde sagen, ich zeige euch da auch mal, von was ich da spreche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Einfach, ja. Was ihr da grünes oben drüber seht, das ist meine Sauerlot, also die Passion Fruit, die Passionsfrüchte. Ja, das Gerüst, wie gesagt, ist leider zusammengebrochen und das werden wir auch erneuern. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie wir das machen möchten. Wir werden das wieder aufbauen, aber einfach nicht mehr mit Bambus. Ich werde da so Betonpfosten mir kommen lassen. Die Betonpfosten werde ich dann in den Boden einbetonieren. Ja, und werde dann das Dach im Prinzip wahrscheinlich aus Metall, also mit dünneren, sage ich mal, Metallrohren gestalten, weil ich einfach die Passionsfrucht da nicht wirklich aufgeben will. Und somit werden wir da wieder ein kleines, ob es ein Rondell wird, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich gibt es auch was Viereckiges. Da sind wir auch noch ein bisschen am Überlegen. Das Ganze kann ich jetzt aber einfach noch nicht aufräumen, weil wir nämlich zurzeit eben Früchte haben, also diese Passionsfrüchte haben. Und deswegen möchte ich da jetzt nicht alles einfach wegreißen und jetzt schon anfangen zu bauen, sondern ich will warten, bis die Früchte durch sind, bis ja, da keine Früchte mehr vorhanden sind, und dann werde ich da dieses Gerüst wieder aufbauen, aber halt wie gesagt mit Betonpfeiler und mit einem Metalldach oder halt ja einfach mit Metall, einfach so, dass die Passionsfrucht da schön ranken kann. Das ist einfach der Gedanke. Auch da, wenn ihr da dabei sein wollt, wie wir das, sage ich mal, wieder aufbauen, dann schreibt mir das auch hier in den Kommentaren, dann werde ich da sicherlich auch ein Video drüber machen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was wir hier jetzt im Garten, ist nichts Großes, aber also das Gartenhaus wird schon eine größere Aktion geben, aber das sind die Baupläne, die wir jetzt hier ein bisschen haben. Cause when we touch is when I really come alive. Yeah. Cause when we touch is when I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not... Jetzt stehe ich hier vorne bei uns im Garten. Da hat sich, sage ich mal, nicht so viel verändert. Was sich natürlich verändert hat, den Rasen. Wir haben natürlich eben, hatte ich ja angesprochen, hier ordentlich aufgeräumt. Der Rasen ist jetzt vor 2 Tagen gemäht worden. Ich sehe jetzt gerade, der sprießt schon wieder ordentlich. Das hält hier meistens so eine Woche an, jetzt gerade zur Regenzeit. Aber ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal noch kurz den vorderen Teil hier. Hier seht ihr jetzt die Kokosnusspalmen, die Geomangorn, also die Dragon Fruit. Das Gerüst ist noch intakt. Dann hier die Kokosnusspalmen, die sich wunderschön entwickeln jetzt zur Regenzeit. Ja, ich habe jetzt auch vor 2 oder vor 3 Tagen habe ich den kompletten Garten hier und auch das Nachbargrundstück von der Schwägerin komplett mit ja, so einer Hormonmischung besprüht, also mit so einer Maschine, wo man im Prinzip
alles einnebeln kann. Da habe ich die ganzen Pflanzen, Blumen, Früchte, die ganzen Bäume eingesprüht mit diesem Hormon. Das soll wunderschöne grüne Blätter nachher hervorbringen, soll auch die Hormone unterstützen, natürlich auch die Früchte, dass zum Beispiel der Limettenbaum einiges mehr an Früchte noch bekommt. Und ja, ich habe natürlich auch die Hoffnung, dass das den Kokosnusspalmen gut tut. Habe mir da auch sagen lassen, dass das für die Kokosnusspalmen auch gut sein soll. Das ganze Spiel werde ich sicherlich auch noch draußen auf der Farm machen. Und da werde ich dann, denke ich, auch die Kamera mal mitlaufen lassen. Zusätzlich habe ich auch noch gedüngt. Es ist komplett hier bei uns im Garten jetzt auch alles gedüngt worden. Also die Kokosnusspalmen, die ganzen Früchte und Blumen, die wir haben, ist alles gedüngt worden. Und ja, jetzt da hoffe ich mir natürlich, dass ich vielleicht doch bald auch mal Kokosnüsse bekomme. Warte da jetzt eigentlich schon sehnsüchtig drauf, weil mittlerweile bin ich einfach der Meinung, teilweise haben sie schon die Größe, wo sie jetzt so langsam auch mal Früchte bekommen sollten. Ja. Ansonsten, wenn ihr euch vielleicht fragt, wo ist meine Frau gerade? Meine Frau ist gerade auf einem anderen Grundstück. Die arbeitet da zusammen mit ein paar Frauen. Die schneiden dort Unkraut. Und ja, ich hoffe, dass ich sie auch nochmal dazu kriege, dass sie vor die Kamera kommt oder dass ich sie wenigstens filmen darf. Ihr wisst ja, sie ist ein bisschen kamerascheu. Im Gegenteil zu meiner Schwägerin, die das eher genießt. Meine Frau ist da eigentlich eher ein bisschen kamerascheu. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich sie vielleicht nicht vor die Kamera bekomme. Aber ich denke, mir wird es schon noch gelingen, solange sie hier ist. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, and I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. Jetzt auf der anderen Seite, im vorderen Bereich vom Grundstück, wisst ihr ja, hat es die gelben Trompetenblumen. Die entwickeln sich gut, nur keine Blüten. Wird da jetzt einfach auch mal kurz einen Schwenk machen. Hier seht ihr die gelben Trompetenblumen, die zwar schön wachsen, da komme ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr hinterher mit runterschneiden. Der kleine hier, der hat ein paar Blüten. Und ansonsten eben unsere Hecke natürlich, die blüht wieder schön mit den roten Blüten. Was jetzt auch wieder schön am Kommen ist, sind die Blumen hier. Natürlich auch die weißen. Ja, noch was zur Garage, die wir ja da umbauen wollen, oder das, was wir da auch hinten auf dem Grundstück noch bauen wollen. Ein zweiter Gedanke ist natürlich, wie gesagt, zum einen habe ich in der vorderen Garage zu wenig Platz. Ich blende euch mal von der Garage denn noch ein Bild oben ein. Und zwar haben wir da eben zu wenig Platz. Da sind im Moment noch unsere Gartengeräte drin, teilweise auch noch ein paar Sachen aus der Schweiz. Und das wollen wir jetzt dann eben alles nach hinten aufs Grundstück verlagern. Zum einen, da kommt nicht jeder hin, ist auch kameraüberwacht. Und zum anderen ist der Gedanke einfach, wir haben natürlich auch ein paar Motorräder. Ich habe meine Saleng, meinen Beiwagen. Das steht, sage ich mal, zur Regenzeit oder wenn die pralle Sonne hier ist, oft teilweise auch in der Sonne oder im Regen. Und der Gedanke ist einfach, dass wir jetzt im Moment die Garage, die wir als, sage ich mal, Geräteschuppen nutzen, dass wir das auch ein bisschen umbauen, dass wir da die Motorräder, meine Fahrräder dort noch unterbringen können. Und dann ist das einfach auch, sage ich mal, wettergeschützt. Und ja, wir möchten da einfach ein bisschen unsere Vehikel ein bisschen schonen, ein bisschen schützen. Und das ist einfach der Gedanke, warum wir da auch noch mal was hinten auf dem Grundstück bauen. Ja, jetzt an der Stelle würde ich sagen, beende ich das Video so langsam.
Dieses Video wird sicherlich auch wieder ein bisschen länger werden, aber ich habe mir gedacht, da ihr jetzt eine Zeit lang nichts von mir gehört habt, wird das nicht so schlimm sein, beziehungsweise ich mache das einfach so. Aber ja, ich wollte euch da einfach ein paar Updates geben. Habe jetzt da wieder vor, regelmäßig ein Video zu bringen. Das wird sicherlich so sein. Und ja, es ist ja auch die nächste Zeit ein bisschen was geplant. Somit werden da sicherlich auch ein paar interessante Sachen kommen. Ich habe auch schon wieder Fische im Gefrierschrank. Es wird sicherlich auch mal wieder ein Räuchervideo kommen. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Ich bin da wirklich offen. Ja, ich denke, ich nehme euch da sicherlich, wenn ihr das wollt, eben bei den Bauvorhaben hier ein bisschen mit. Und ja, wollte euch da einfach kurz ein Update geben, was hier die letzte Zeit auch wieder so passiert ist. Was, sage ich mal, gesundheitstechnisch bei mir anbelangt, habe ich so ziemlich nichts ausgelassen. Gott sei Dank alles nichts Schlimmes. Was für mich dann immer so ist, solange das nichts Schlimmes ist, stehe ich da drüber. Ich sage immer, Unkraut vergeht nicht. Und ja, hoffe, dass das jetzt so langsam wieder bald ein bisschen bergauf geht. Wenn man aber hier so im Dorf rumschaut oder wenn man auch von der nächstgrößeren Stadt hört, die Krankenhäuser sind gut gefüllt. Das Wetter hier ist natürlich nicht gerade, sage ich mal, gesundheitsfördernd. Es ist mal heiß, dann regnet es wieder, dann ist es danach 5 Minuten später wieder knallheiß. Man ist durchgeschwitzt, ja, kalt. Es ist alles dabei zurzeit und somit stresst es natürlich schon der Körper. Und ja, aber ich denke, es geht jetzt wieder bergauf bei mir. Meiner Frau geht's gut, die arbeitet fleißig. Wir haben jetzt eben die letzte Zeit viel gearbeitet, obwohl ich ihr auch gesagt habe, sie soll ein bisschen halblang machen, weil ja, auch ihr Körper leidet da natürlich drunter. Sie ist es auch nicht mehr so gewohnt als quasi Europäer. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dieses Video oder dieses Update hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich natürlich, wie gesagt, wie immer freuen, wenn ihr fleißig da in die Kommentare schreibt, was ihr sehen wollt, was ihr vorhabt. Bin da wirklich für alles offen, lasst es mich einfach wissen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage auch vielen, vielen Dank, dass ihr mir trotzdem treu geblieben seid, auch wenn ich die letzte Zeit wenig Videos gebracht habe. Wie gesagt, ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Und ja, schaltet doch einfach gern beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich persönlich ganz arg freuen. Und ich sage jetzt wie immer, passt auf euch auf da draußen, bleibt gesund. Ich versuche das Gleiche zu tun und dann sehen wir uns beim nächsten Video ganz sicher wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. When I really come alive, yeah. I don't know